Es ist später Sommer geworden und damit wieder einmal Zeit für die Enduro-Boxer-Tour von SWT Sports. Zusammen mit einem langjährigen Freund und Enduro-Weggefährten Jörg planten sie auch in diesem Jahr wieder ein großes Abenteuer auf 2 Rädern. Statt in den fernen Osten nach Russland zu fahren, verschlug es die beiden dieses Jahr auf den TED, den Trans-Euro-Trail. Ausgerüstet mit Kameras und medialem Equipment konnten sie selbst ihre Reise dokumentieren. Wenn der Kollege ausrutscht, dürfen wir auch ausrutschen. Und so entstand dieser tolle mehrteilige Film über die Enduro-Boxer-Tour 2020. Und alle guten Dinge sind 3 und damit herzlich willkommen zum 3. Video unserer Tour. Keine Sorge, es kommen noch mehr. Viel Spaß. So, wir sind hier in Helsinki, machen die Servicearbeiten an unserem Moped und tun auch gleichzeitig die Kupplung reparieren. Die schleift bei mir. Seltsamerweise immer, wenn sie kalt ist. Nur die Kupplung selber ist wahrscheinlich nicht defekt, sondern irgendwas anderes. Manuel hat schon einen Riecher und der Kollege von der Werkstatt auch. Schön warm ist es auch, ne? Ja, schön warm. Have you done this before? Or is this a test? In St. Petersburg we we do out 2 springs, but it was not easy to take the clutch, like automatic. Okay. And then I drive the 701 as test driver from Mattighofen to St. Petersburg and back. And in St. Petersburg, a call with KTM and says, "What the fuck, it works not." And they say, "Okay, do 2 springs out and drive." Okay. Siis on tässä välystä, mutta tää on niin syvällä tuo pakka, että kyllä tässä on niinku millivälys. Mutta jos heittäisi rautalevy siellä, niin se toimii. Niin. Sitten se toimii. Jep. No tohon mahtuu hyvin. Tohon toi meni vittu kasaan. Puuttuuko sieltä yksi levy täältä? Sehr interessant. No ei se noin sisään, se puutuisi käydä ihan tähän päälle. Ich glaube, der Jörg wird jetzt Testfahrer. Ah, da kommen die guten Teile. No me silleen se kannattais tehdä. Jetzt gucken wir mal. Filter haben wir schon gewechselt, Öl haben wir gewechselt, mit hier super Werkstattzugang. Wirklich die schlechteste Kupplung, die KTM hergestellt hat. Die wissen es leider und die ändern es leider auch nicht. Ne? Also egal, was sie erzählen wollen, ich bin mit der 701 schon stehen geblieben. Ich hatte vor 2 Jahren das gleiche Problem. Vielleicht ist es das Anti-Hobbing, können wir darüber diskutieren, dass wir das weglassen sollten. Aber für eine Reise sollte man sich überlegen, wie man mit dieser schönen, wunderschönen Kupplung umgeht. Genau. Ja. Wir machen gleichzeitig große Service, sprich Ölwechsel, ist ja klar, Luftfilter kommen raus, Kettenschmierer frisch aufziehen, dann kommt bei Manuel noch Radlager, Distanzhülse und so weiter dazu. Also wirklich geil hier der Laden. Und den Kontakt haben wir mit Simo Kürsi bekommen. Also hier eine richtige Werkstatt, man wird es nicht vermuten, wenn man von außen reinkommt, aber die Burschen, die haben hier alles und es stehen alle möglichen Mopeds rum. Da unten, seht ihr das? Wunderschön mit einem Lager. Und völlig spielfrei. Gibt es leider auch bei KTM nicht. Haben wir extra umgebaut. Dann bleibt auch der Gang da, wo es soll. Mhm. Gut. Da ist original so. Kannst auch. Nur so zur Information. Kupplungspaket, wir haben ein paar Modifikationen durchgeführt, die wir hier nicht veröffentlichen wollen. Neue Ölfilter, neue Ölwechsel. Luftfilter, genau. Den haben wir da. Also der ist eigentlich neu noch. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hat er so einen dreckigen Sack gehabt. Deswegen ist das auch gestaubt. Wäschst du dein Eier nicht? Das ist ja komplett im Was ist der? Im Sack. Ja, und jetzt Modifikation Ständer, die 28. Ich weiß gar nicht, wie oft der Ständer schon geschweißt worden ist. Der ist schon ein paar Mal geschweißt worden, ne? Ja, 2, 3, 4 Mal. Ja, und wo bekommt man so eine gute Empfehlung von der Werkstatt her? Ja, übers Internet oder über die bereits im letzten Teil erwähnten alten Freunde. In diesem Falle Familie Kürsi. Die Eltern, das Elternhaus, wo Simo Kürsi, der ehemalige BMW-Werksfahrer, groß geworden ist. Alte Freunde von Manuel, Jörg und unserer Truppe. Wunderbar gastfreundlich an dieser Stelle. Ein herzliches Ölleken nach Finnland. Guten Morgen bei den Kürsis.
Fertig zur Abreise. Mein Pass ist heute früh noch eingetroffen mit der Post. Eigentlich soll das Bauchweh weg sein, aber das Bauchweh ist da von viel Essen. Wir sind abgefüllt worden, ne? Ja, also die Maria hat sehr gut mit uns gemeint. Heute Morgen gab es natürlich traditionell Buro. Ich habe verzichtet. Manuel hat das Bauchweh. Aber ich denke, das ist gut. Ein bisschen Blaha, da haben wir mal ein bisschen durchgespült und geputzt. Die Nebengeräusche sind vom Rasenmähertraktor. Da fahren die zwei Buben jetzt spazieren. Und wir brechen jetzt auf Richtung Tet. Wir lassen ein kleines Stückchen aus und steigen dann in die Tet wieder ein. Das ist ein Schwachsinn, immer rauf, runter zu fahren. Mal gucken, wie es wird. Das Wetter ist beautiful, ne? Ein Traum. Ihr fragt euch, warum ihr so wenig von der Strecke seht in diesen Videos? Naja, es hat den einfachen Grund. Im Baltikum sind die Strecken, auch die des Tet, recht lange, gerade und teilweise auch eintönig. Ja. Und damit wir euch nicht langweilen, kurze Ausschnitte vom Tet, mehr Ausschnitte von den Bekloppten. Ja, was machen wir jetzt, Manuel? Erzähl mal ein bisschen was. Ich versuche mich in so einem Sack zu verstecken. Ja. Wir haben jetzt gerade überlegt, ob wir nicht 2 Klimmaufkleber noch drauf machen. Damit es auch für die Sponsoren wird. Mal gucken, ob er seinen Astralkörper in den Sack reinbringt. Ich glaub's nicht. Die sind ja gerade auf. Also ich muss sagen, schneidet tut er gut. Ich habe mir oben Loch reingeschnitten, für den Kopf und für 2 Ärmel. Das ist wunderbar. Nur zur Info für euch da draußen. Er spricht mit sich selber. Nee, er spricht mit Siri, mit seinem Telefon. Ja, macht Weiterbildung hier. Die Siri kommt gleich nach der Andrea. Das ist die meistbelabertste Dame in Manuels Leben. Nach Andrea. Stimmt das, Manuel? Andrea, ne? Ja. Das ist voll schlimm. Morgen! Wir sind jetzt am Polarkreis. In der Wassertonne haben wir gestern gebadet. Das ist die Location gewesen von heute.